Habt ihr Bock auf die kleinste, geilste Werkstatt der Welt? Dann seid ihr hier genau richtig. Wer meinen Channel kennt und folgt, weiß genau, dass ich der totale Container-Freak bin und mit meinen Containern ständig auf Achse bin. Container sind einfach geil und genau aus dem Grund habe ich mir auch einen 8x8 gebaut, damit ich mit meinen geilen Containern auch an die coolsten Orte der Welt fahren kann. Und genau aus dem Grund habe ich natürlich dann auch einen Kran an meinem Fahrzeug. Und genau so waren wir auch im vergangenen Sommer mit unserem bescheidenen Sattelschlepper für 12 Wochen mit unserem Wohncontainer in den USA auf Achse und haben dort 15.000 Kilometer gemacht und sind an die coolsten Orte der USA gefahren. Aber jetzt wartet ein neues spannendes Abenteuer, denn Ende Januar begleite ich mit dem 8x8 die alte originale Paris-Dakar Rallye, diesmal von Marokko bis nach Dakar in Senegal. Eine Rallye, an der richtig viele One-Man-Teams, also Typen, die völlig alleine mit ihrem Moped oder Autos teilnehmen. Wir begleiten diese Rallye und machen natürlich für euch über diese Rallye und diese Typen Filme. Und was wäre geiler, als für diese Jungs und Mädchen natürlich auch eine Werkstatt mitzubringen, die die nutzen können. Richtig, und genau darum bauen wir jetzt die kleinste, geilste Werkstatt der Welt. Vorab aber erst ein paar total coole Container-Facts. 95% aller Container werden in China hergestellt. Und man meint, dass 65 Millionen Container nur zur Verschiffung genutzt werden. Der erste Container der Welt wurde 1956 von McLean in den USA entwickelt. Und seit Ende der 50er Jahren hat sich das Maß der Container überhaupt nicht verändert. Alleine im Hafen von Shanghai, der angeblich der größte Containerhafen der Welt ist, gingen 2020 über 43 Millionen Container durch. Zum Vergleich, in Hamburg gingen im gleichen Jahr ungefähr 9 Millionen Container durch. Man meint, dass jedes Jahr 10.000 Container auf dem Meer irgendwie verloren gehen. Und wenn die Zahlen stimmen, dann sind das mehr als ein Container die Stunde. Ich habe mir für die kleinste, geilste Werkstatt der Welt einen 20-Fuß-Container geholt. Nachdem wir den Container dann erstmal von innen isoliert haben und dann auch noch schwarz gemalt haben, ja dann geht es los, direkt aus Schweden, wo ich lebe, in Richtung Werl. Denn in Werl, da liegt das Hauptlager von Europart. Der hat nicht nur hinten die Türen, sondern der kann auch die komplette rechte Seite öffnen. Aber was soll die kleinste, geilste Werkstatt der Welt alles beinhalten? Gute Frage eigentlich. Mir ist wichtig, dass er alles an Bord hat, damit man notdürftige Reparationen vor Ort vornehmen kann. Serviceaufgaben wie Ölwechsel und Filterwechsel natürlich. Genügend Licht im Container und natürlich vor, neben, hinter und unter dem Container, damit man auch in dunklen Stunden weiterkommen kann. Und natürlich genügend Luft für Schlagwerkzeug. Und zu guter Letzt natürlich genügend Strom, wo kein Strom vorhanden ist.
Aber was meint ihr? Was gehört sonst noch alles in die kleinste, geilste Werkstatt der Welt? Haut doch bitte euren Senf hier unter den Film. Wenn du uns begleiten willst auf unserer Reise nach Senegal und natürlich bei dem Bau der kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt, dann bleib hier auf dem Channel. Subscribe, drück auf den Like-Button und aktiviere die Glocke, dann sehen wir uns schon wieder in der nächsten Woche, wo wir weiterbauen. Und vergisst nicht, schmeißt euren Kommentar hier unter dem Film, damit ich weiß, was ihr auch gerne in der Werkstatt hättet. Bis bald und moin aus dem hohen Norden.